Herzlich willkommen zu Scribbr TV. Ich bin Robert und unser heutiges Thema ist Wasserdampf im Fahrzeuginnenraum und wie man diesem Problem begegnet. Heute werden wir ein wichtiges Thema behandeln, das uns insbesondere im Winter immer wieder begegnet. An kalten und regnerischen Tagen kennt jeder das Problem, dass die Fenster oft beschlagen. Um dieses zu verhindern, kann man die Scheiben erhitzen, indem man zum Beispiel die Klimaanlage einschaltet. Es kann sein, dass die Klimaanlage in manchen Fällen nicht ausreicht. Und es kann natürlich auch sein, dass das Auto überhaupt keine Klimaanlage hat. Wie man dieses Problem der beschlagenen Scheiben löst, zeige ich euch jetzt. Und ich nehme euch mit in eine Werkstatt und dort seht ihr, wie es gemacht wird. Kommt mit! Materialien, die wir benutzen werden. Ein Rasierschaum, ein Glasreiniger, ein Geschirrschwamm und ein Mikrofasertuch. Zunächst putzen wir die Scheibe. Reinheit ist in diesem Prozess sehr wichtig. Um den Unterschied zu demonstrieren, werden wir nun einen Klebestreifen in der Mitte des Fensters anbringen. Wir schmieren Rasierschaum auf den Schwamm und tragen diesen Rasierschaum großzügig auf der Fensterscheibe auf. Dabei entsteht eine regelrechte Schicht, die auch gewünscht ist. Wir sehen nun, dass sich eine richtige Rasierschaumschicht auf der Scheibe gebildet hat. Wenn sie ein bisschen getrocknet ist, wird sie mit dem Putztuch ganz einfach wieder entfernt. So, überall wird ordentlich geputzt und wieder sauber gemacht. Nun demonstrieren wir euch mit einem Wasserkocher den entstehenden Dampf. Und ihr seht den Unterschied auf den Fensterscheiben. Der Dampf ist klar zu erkennen, doch nicht auf dem bearbeiteten Bereich. Die Vorderscheibe und Seitenscheibe sind dampfig, aber der bearbeitete Bereich ist klar und es ist kein Dampf zu erkennen. Wie ihr sehen konntet, kann man das Problem mit beschlagenen Fensterscheiben ganz einfach lösen. Und dafür braucht man kein großes Equipment. Ganz einfache Materialien reichen aus. Wenn ihr diese Methode ca. einmal die Woche oder alle 10 Tage durchführt, dann kann sich die Häufigkeit von beschlagenen Scheiben auf ein Minimum reduzieren. So, nun sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Kommentare habt, bitte schreibt sie in die Kommentarleiste. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. In diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.